Hallo meine lieben Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, und zwar geht es heute um dieses Gerät hier. Einige Grundfunktionen hierzu erklärt, was ihr genau da sehen könnt für Anschlüsse und so weiter und so fort. Also ein kleines Einsteiger-Video hier auf meinem Kanal. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ja, meine lieben Freunde, wir kommen erstmal einfach zu den ganz verschiedenen Anschlüssen, die ihr hier sehen könnt. Ich habe hier zwei, ich sag einfach mal externe Geräte ebenfalls dazu. Das eine hier links, das ist App Connect, das Modul, welches per Bluetooth mit meinem Handy verbunden werden kann, und da benutze ich dann Smart Race, um eben die Rundenzeiten und sowas zu tracken. Es gibt natürlich auch von Carrera eine App, aber die ist meiner Meinung nach nicht ganz so ausgereift, deswegen nehme ich eben Smart Race. Ich habe hier so einen Klebestreifen drüber geklebt, weil, wenn ich mal anmache die Bahn, man kann so durchschimmern sehen, ein blaues Licht, und das ist so unglaublich hell. Jetzt so sieht man es ganz gut, dass ich da was drüber geklebt habe. Das hat mich sonst nahezu geblendet. Hier ist eben der Wireless Adapter, damit kann man dann eben die Wireless Controller bedienen, beziehungsweise die Wireless Controller senden dann hier an diesen Adapter. Und wenn man zum Beispiel jetzt direkt mit Kabel etwas anschließen möchte, ich rutsche mal so ein Stück hier rüber, zum Beispiel hier den Profi-Regler, den ich habe, der hat dann eben einen Anschluss mit dem Kabel. Den kann ich dann hier einfach anschließen und kann eben den Controller auch benutzen. Hier ist dann das Netzteil angeschlossen. Es gibt verschiedene Varianten. Das steht da eben unten dran. Im Moment fahre ich ja nur 1:32. Das heißt, ich habe nur die geringere Voltzahl, 14,8. Und wenn ich jetzt die 1:24er Fahrzeuge fahren möchte, dann brauche ich eben 18 Volt, da braucht man auch ein anderes Netzteil. Ja, was gibt es hier also für Knöpfe? Wie gesagt, es gibt eigentlich sehr viele Funktionen, finde ich, hier. Jetzt einfach mal nur die grundlegenden, was man so als Einsteiger eben wissen sollte, weil die Frage doch immer wieder aufkommt. On-Off ist ziemlich selbsterklärend, wenn man die Carrera-Bahn eben anmacht, dann gibt es eben dieses Geräusch, dass man eben dabei ist, und sobald hier in der Mitte dieses Licht leuchtet, ist die Bahn sozusagen in Betrieb und man kann eben auch die Autos bewegen. Wir nehmen jetzt mal für die weiteren Beispiele hier den schönen Porsche. Das ist das Carrera Club Modell. Sobald man eben über Start und Ziel fährt, gibt es dieses Geräusch. Und eine Runde ist sozusagen gezählt. Wenn man jetzt dann verbunden hat, das Ganze mit irgendeinem Lap-Counter, dann könnte man dann eben sehen, eine Runde ist abgeschlossen und wie schnell man eben gefahren ist. Jetzt zum Grundlegenden, wie bewege ich das Fahrzeug überhaupt? Also zunächst einmal muss man eben mit dem Wireless Controller das Ganze connecten. Das geht so, dass wenn ich hier auf 1 drücke und hier oben auf den Wireless Controller drücke, seht ihr, die 1 geht dort weg und ich habe jetzt sozusagen Player 1, bin ich jetzt mit dem roten Controller. Wenn ich jetzt den gelben Controller nehme, dann müsste ich hier 2 auswählen und ich würde hier oben auf den Knopf drücken, dann bin ich jetzt Spieler 2. So schnell ist sozusagen dieser Controller eben programmiert, und jetzt muss man diese Fahrzeuge den einzelnen Controllern eben zuweisen, weil es ja eine Digitalbahn ist und keine Analogbahn. Das heißt, ich kann ja auf beiden Slots mit diesem Fahrzeug fahren. Wichtig ist, wenn man standardmäßig ein Auto programmiert, das heißt, ich möchte diesem Auto den roten Controller jetzt zuweisen, dann drücke ich einfach auf Code und es passiert Folgendes: das vorderste Licht blinkt. Sobald das der Fall ist, bin ich im Programmiermodus. Dabei sollte nur das Auto auf der Bahn sein, welches ich eben auch programmieren möchte. Wenn ich dann eben jetzt die Weichentaste drücke, seht ihr, das Licht blinkt und das Auto ist programmiert auf den Controller. Wenn ich jetzt Gas gebe, fährt das Auto. Wenn ich dieses Auto jetzt mal einmal runternehme von der Schiene und ich möchte jetzt sozusagen Spieler 2,
dabei haben. Das ist eben der gelbe Controller jetzt einfach mal. Dann kann ich dasselbe machen. Ich drücke hier auf Code. Das Lämpchen vorne leuchtet und ich drücke auf die Weichen-Taste. Dann seht ihr beim anderen Porsche blinkt auch das Licht und ich kann eben mit dem Porsche fahren. Den roten Controller für dieses Auto habe und fahre, fährt halt der Porsche nicht mit, sondern der fährt eben nur, wenn ich den gelben Controller bediene. So, weiterhin gibt es hier noch die Speed- und Brake-Funktion. Die sind auch direkt mit dem Auto zu programmieren. Das heißt, wenn ich das Auto, wo ich jetzt den Speed umtauschen möchte oder umstellen möchte, und dasselbe gilt auch für die Bremsen, dann stelle ich das Auto, bei dem ich das machen möchte, einfach auf die Schiene, drücke auf Speed und sehe jetzt, alles leuchtet. Das heißt, ich habe voll Speed. Wenn ich jetzt nochmal drücke, fange ich vorne an. Ich habe ein Flackern, das ist sozusagen Punkt 1, also 1 von 10. Das wäre Stufe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So hat man eine ganz schöne Variation, was man an Speed machen kann. Und dasselbe gilt eben auch für die Bremsen. Wenn ich jetzt den Speed eingestellt habe, so meinetwegen, sind jetzt 4 Punkte von 10. Das wären dann quasi 5, also die Hälfte. Dann drücke ich auf Start. Und man hat dieses Bestätigungssignal, dass die Lichter einmal so rübergehen und ich habe jetzt das Auto sozusagen umgestellt. Was vielleicht auch noch interessant ist, um das Auto zu programmieren, ist, ich drücke zweimal im regelmäßigen Abstand die Weichen-Taste, nehme das Auto hoch, dann blinkt das Auto, drücke noch zweimal, dann wäre das Auto jetzt eben auch auf gelb programmiert. Eine andere interessante Funktion ist das Ghost Car, also ich kann diese Autos von alleine fahren lassen, indem ich nochmal die Code-Taste drücke und dann nicht das ein Licht leuchtet, sondern eben 2 Lichter leuchten. Dann drücke ich die Weichen-Taste und die Autos fangen an zu blinken. Jetzt kann ich quasi beide Autos gleichzeitig bewegen. So, und wenn ich dann nochmal die Weichen-Taste eben drücke, hier, dann fahren die Autos jetzt von alleine. Ihr seht jetzt mal als Beispiel, der Porsche fährt deutlich langsamer als der Ford hier oben. Ich habe aber dieselbe Geschwindigkeit gedrückt. Das liegt zum einen an den Decodern, die sind manchmal ein bisschen unterschiedlich. Und jetzt fahren im Prinzip die Ghost Cars die ganze Zeit im Kreis, bis ich meinetwegen Start drücke, dann halten die an. Wenn ich jetzt wieder Start drücke, dann fahren die weiter und das kann man natürlich machen. So, ich drücke nochmal Start. Und das kann man natürlich, jetzt geht die Ampel und gleich fahren die weiter. Das kann man natürlich mit 20 Autos gleichzeitig auch machen, theoretisch. Und man selber kann natürlich seinen Regler auch programmieren, dass man selber ein Fahrzeug bewegt und so kann man sich dann zwischen den anderen Fahrzeugen mit den Weichen hin und her schlängeln. Die Ghost Cars benutzen auch die Weichen. Und so hat man so ein bisschen ein Rennfeeling. Wenn man möchte, kann man eben auch wieder noch Magnete in die Autos einbauen, sodass dann sind die noch deutlich schneller. So hat man ein kleines Rennen. Das war's schon wieder mit diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, ein Einsteiger-Video für alle Leute, die sich neu eine Carrera-Bahn angeschafft haben oder einsteigen wollen. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Abo da und bis zum nächsten Video. Ciao!